Ich finde es himmeltraurig, wenn der Unternehmer am Tag X sein Unternehmen nicht an die nächste Generation übergeben kann. Wie es optimal gelingt und was sie machen müssen, schauen wir heute am Beispiel von Selina und Rudi Bauberger an. Mein Name ist Bruno Arecker, Gründer und Inhaber von Appletree. Wir sind hier in eurem Hobbyraum, im Bauberger Hobbyraum. Der ist ein cooler Ort. Wir können auch gerade ein Start-up gründen hier drin. Fast ein bisschen inkubatormässig. Es ist ja so, wenn man ein Unternehmen gründet, ist man der typisch Selbstständige und dort ist ein grosser Fehler. Später verpasst man die Chance. Unternehmungen, die sind mit 100 Mitarbeitern gross, aber immer noch der typisch Selbstständig. Sie arbeiten selber und ständig. Sie haben es also verpasst, ein System in ihr Unternehmen zu transferieren, das wie ein Schweizer Uhrwerk läuft. Und wie habt ihr das erlebt, als ihr von den Eltern von Rudi die Firma übernommen habt? Wie ist es euch gegangen? Wie habt ihr die einzelnen Phasen erlebt? Vom Selbstständigen vielleicht auch, vom kleinen Unternehmer bis zu der Unternehmensnachfolge, die optimal glückt ist. Wie ist es euch gegangen in diesen Phasen? Also ich bin erst durch die Heirat von Rudi in eine Unternehmersfamilie hineingekommen. Ich bin vorher aufgewachsen in einer Familie mit 2 Brüdern. Meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war Direktor in einer Vektorfirma, international tätig. Und dann hat es so oft gegeben, dass ich ihn eigentlich nicht gesehen habe. Das heisst, er ist am Morgen schon gegangen, bis ich aufgestanden bin, und ist zu Abend heimgekommen, wenn ich schon wieder im Bett war. Für ihn ist aber immer das Wochenende und die Ferien, die sind wichtig. Das war Familienzeit, die wir sehr intensiv genossen haben. Und von dem her war das eine gute Kindheit. Ist für mich, als ich nachher in die Familie von Rudi kam, bin auch nicht so gross anders gewesen, weil es eine Unternehmerfamilie war und irgendwo haben wir das ein Stück weit auch schon gelebt. Für uns war die Nachfolgeregelung eigentlich immer das Thema gewesen. Das war uns immer bewusst gewesen, dass das irgendwann auf uns zukommen wird. Als der Rudi Senior vor 12 Jahren gestorben ist, habe ich langsam angefangen, in dieser Firma mitzuarbeiten. Zuerst ein bisschen mehr im Hintergrund. Als unsere Kinder grösser geworden sind, erwachsener geworden sind, bin ich auch vermehrt in den Vordergrund getreten. Ich habe viel mitgeholfen in den Personalentscheidungen, Personalentwicklungen, Markenentwicklung, das Erscheinungsbild, Arbeitskleidung, Jubiläum, solche Sachen habe ich übernommen. Ich war 8 Jahre alt, als meine Eltern eine Firma für Industrieumzüge gegründet haben. Ich habe von Anfang an im Betrieb mitgearbeitet, in den Ferien, Mittwochnachmittag etc. Ich bin da eigentlich nie gewachsen. Es war für mich nicht das Müssen, auch nicht das Wollen, das hat sich einfach so ergeben. Für mich war es als Angestellter am Anfang und auch nachher selber als Unternehmer nie ein Unterschied gewesen, was ich mehr oder weniger mache. Man hat sich Mühe gegeben, man hat das Maximum an Zeit investiert und es hat auch extrem Spass gemacht, mit einem Team Höchstleistungen zu erbringen und dann besser zu sein als die anderen und auch schneller. Das bringt mich gerade zum nächsten Punkt, wo ich dir absolut zustimmen kann. Ich finde, die Unternehmer haben den allerwichtigsten Job auf diesem Planeten. Wenn es mehr und mehr Unternehmungen gibt, die nach einem guten Geist geführt werden, dann kommt das uns allen, der ganzen Gesellschaft zugute. Also wenn wir das Unternehmen nicht nur normal übergeben wollen, sondern optimal, dass es nämlich funktioniert, dann muss man als Unternehmer Wert schaffen und die Werte intern verankern mit einem Versprechen und mit dem Versprechen nicht nur zu den Mitarbeitern, sondern auch zu den Kunden das Versprechen abgeben. Und dann ist man auch entbehrlich, das heisst, man kann mal von der Firma weggehen und sie funktioniert gleich weiter. Und das höchste Gut von einer Firma als Marke schlussendlich, weil dann der Unternehmer, wenn er weg ist, ein Unternehmen geschaffen hat, das attraktiv ist, das man verkaufen kann. Also, meine Herzensangelegenheit nochmal, wir brauchen mehr Unternehmer mit einem guten Geist, weil es kommt uns allen zugute. Und die Unternehmer sollen doch das können weitergeben, Punkt X, auch von Fehlern erzählen, dass die anderen Unternehmer die Fehler nicht machen müssen, Unternehmen coachen, auch Start-ups unterstützen und das kommt uns allen zugute. Und wir gehen jetzt spazieren. Haben Sie einige Impulse von unserem Gespräch mitnehmen? Wenn Sie mehr wissen von familiengeführten Unternehmungen, kontaktieren Sie uns. Selina und Rudi Bauberger und ich, Bruno Arecker von Appletree, stehen gerne zur Verfügung.